Lektion 1. Die Kunst des Entrümpelns. Ich stimme zu. Ich werde damit beginnen, meinen Kleiderschrank zu entrümpeln und die Kleidung nach Jahreszeit zu sortieren. Das klingt nach einem fantastischen Plan. Es fühlt sich so erfrischend an, sich zu organisieren. In der Tat. Nach einer guten Entrümpelung fühle ich mich immer leichter. Was machst du mit den Klamotten, die du nicht mehr willst? Ich habe vor, sie zu spenden. Andere können von dem profitieren, was ich nicht mehr benötige. Das ist eine tolle Idee. Es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Außerdem verhindert es, dass sich Unordnung wieder ansammelt. Ich finde es jedoch immer schwierig, mich von einigen Gegenständen zu trennen. Ich verstehe. Sentimentale Bindungen können es schwierig machen. Haben Sie eine Strategie, um zu entscheiden, was Sie behalten möchten? Normalerweise frage ich mich, ob ich im letzten Jahr einen Artikel getragen habe. Das ist eine kluge Regel. Wenn nicht, ist es vielleicht an der Zeit loszulassen. Genau. Was ist mit dir? Wie gehst du mit deinem Kleiderschrank um? Ich werde auch nach Jahreszeiten sortieren, aber einen Abschnitt für Artikel hinzufügen, die ich liebe. Das ist ein guter Ansatz. Kleidung, die Freude macht, sollte geschätzt werden. Unbedingt. Ich glaube daran, mich mit Dingen zu umgeben, die ich liebe. Und nach der Organisation können wir eine lustige Modenschau veranstalten. Das klingt jetzt aufregend. Ein kleiner freundschaftlicher Wettbewerb schadet nie. Wer glaubst du, wird die besten Outfits haben? Das hängt von deinem Sinn für Stil ab. Ich bin dafür bekannt, mit meinen Entscheidungen zu überraschen. Nun, ich freue mich auf deine Überraschungen. Und ich kann es kaum erwarten, meine Frühlingskollektion für dich zu modellieren. Lass das Entrümpeln und das Modenschauen beginnen. Auf eine besser organisierte und stilvollere Zukunft. Lektion 2. Grundlagen des Kochkurses. Haben Sie heute spezielle Anforderungen an unser Gericht? Nicht wirklich. Ich glaube, solange es sauber und organisiert ist, wird es uns gut gehen. Sauber und organisiert? Das ist ein Erfolgsrezept. Unbedingt. Ein sauberer Arbeitsplatz hilft uns, uns besser zu konzentrieren. Ich schätze deinen Ansatz. Es macht das Kochen weniger stressig. Ich habe immer festgestellt, dass eine aufgeräumte Küche zu schmackhafteren Mahlzeiten führt. Also, was sind unsere Hauptzutaten für das heutige Gericht? Ich glaube, wir arbeiten mit Gemüse und etwas Protein. Hervorragend. Ich liebe ein buntes Gemüsemedley. Ich auch. Frisches Gemüse bringt so viel Geschmack. Das tun sie auf jeden Fall. Hast du ein Lieblingsgemüse? Ich liebe Paprika. Sie fügen so einen schönen Crunch hinzu. Paprika ist eine fantastische Wahl. Ich genieße sie geröstet. Das Rösten bringt ihre Süße zum Vorschein, nicht wahr? Genau. Ich habe sie einmal gebacken und fast das ganze Blech gegessen. Klingt köstlich. Vielleicht muss ich die Idee klauen. Bitte tu es. Was ist deine liebste Kochtechnik? Ich liebe es, unter Rühren zu braten. Es geht schnell und hält die Aromen lebendig.
Das Braten ist eine großartige Möglichkeit, Nährstoffe und Farben zu erhalten. Einverstanden. Haben Sie jemals versucht, einzigartige Gewürze hinzuzufügen? Das habe ich tatsächlich. Eine Prise geräucherter Paprika kann das Gericht aufpeppen. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Daran werde ich mich erinnern. Auf ein Kochabenteuer voller Geschmack und Spaß. Lektion 3. Die Wirkung der Literatur. Ich habe kürzlich über Annes Tagebuch gelesen und darüber, wie Otto Frank es nach dem Krieg geführt hat. Es ist in der Tat eine tiefgründige Geschichte. Otto Frank hat beschlossen, sie zu veröffentlichen, nicht wahr? Ja, seit 1947 wurden mehr als 20 Millionen Exemplare verkauft. Das ist erstaunlich. Ihre Worte haben unzählige Leben berührt. Unbedingt. Es ist bemerkenswert, wie ein Tagebuch eine so tiefgreifende Wirkung haben kann. Es bringt einen wirklich dazu, über die Macht des Geschichtenerzählens nachzudenken. Genau. Annes Erkenntnisse sind sowohl herzerwärmend als auch herzzerreißend. Ich erinnere mich, dass ich Ihre Sicht auf Hoffnung inmitten von Verzweiflung gelesen habe. Ja, Ihre Widerstandsfähigkeit ist wirklich inspirierend, besonders für jemanden, der noch so jung ist. Es erinnert uns daran, wie wichtig Mitgefühl und Verständnis sind. Glaubst du, Ihr Tagebuch hätte die gleiche Wirkung gehabt, wenn es heute veröffentlicht worden wäre? Es ist schwer zu sagen, der historische Kontext verleiht Ihren Worten so viel Gewicht. Stimmt. Ihre Erfahrungen bieten ein einzigartiges Fenster in die Vergangenheit. Glauben Sie, dass sich die Menschen heute noch mit ihrer Geschichte verbinden? Ich glaube, das tun sie. Viele suchen weiterhin nach Geschichtsunterricht. Jede Generation kann aus den Kämpfen und Triumphen anderer lernen. Genau. Das ist das Schöne an Literatur. Sie transzendiert die Zeit. Ich frage mich, wie viele Menschen nach dem Lesen Ihres Tagebuchs zum Schreiben inspiriert wurden. Sehr viele, vermute ich. Annes Stimme hallt weiter nach. Auf das bleibende Erbe Ihrer Geschichte. Und wie wichtig es ist, auch unsere eigenen Geschichten zu teilen. Lektion 4. Die Kunst des öffentlichen Sprechens. Ich habe ein bisschen Angst davor, es der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es ist nur natürlich, sich so zu fühlen. Wie glaubst du, wird es gehen? Ich vertraue darauf, dass meine Botschaft einigermaßen zufriedenstellend und für alle ermutigend ist. Das ist eine positive Einstellung. Selbstvertrauen ist die halbe Miete. Genau. Wenn ich an meine Inhalte glaube, wird das Publikum das auch tun. Welche wichtigen Punkte möchten Sie hervorheben? Ich möchte mit Ihnen teilen, wie wichtig das Engagement und die Unterstützung der Gemeinschaft sind. Das ist eine wunderbare Botschaft. Die Menschen schätzen es, ermutigt zu werden. Ich hoffe, es findet bei Ihnen Anklang. Hast du irgendwelche Tipps? Ja. Stellen Sie Augenkontakt her, um eine Verbindung zum Publikum herzustellen. Augenkontakt. Notiert. Wie lange sollte ich es behalten? Ein paar Sekunden pro Person funktionieren gut. Vermeide es einfach zu starren. Daran werde ich mich erinnern. Was ist mit der Körpersprache? Stehen Sie aufrecht und verwenden Sie offene Gesten. Es zeigt Selbstvertrauen. Gesten öffnen.
Was ist, wenn ich versehentlich zu wild gestikuliere? Dann wirst du der unterhaltsamste Redner der Stadt. Stimmt. Vielleicht sollte ich auch etwas Humor einbauen. Unbedingt. Ein gut platzierter Witz kann die Stimmung aufhellen. Geniale Idee. Ich werde eine lustige Geschichte hinzufügen. Jeder liebt ein gutes Lachen. Es macht dich nachziehbarer. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Danke für deine Unterstützung. Jederzeit. Denken Sie daran, tief durchzuatmen, bevor Sie beginnen. Tief durchatmen, Augenkontakt und eine Prise Humor. Verstanden. Du wirst es wunderbar machen. Lassen Sie uns gemeinsam die Öffentlichkeit ermutigen. Wir möchten unsere Community inspirieren und Spaß haben. Lektion 5. Die Missgeschicke des Reisens. Oh nein. Wo hast du es verloren? Ich glaube, es ist während meines Zwischenstopps am letzten Flughafen passiert. Das ist bedauerlich. Was hast du verloren? Ich habe meinen Lieblingstuch verloren. Es war ein Geschenk meiner Großmutter. Oh je. Das muss sehr beunruhigend sein. Das ist es wirklich. Ich kann nicht glauben, dass ich so leichtsinnig war. Erinnerst du dich, wo du es zuletzt hattest? Ich glaube, ich habe es auf dem Sitz vergessen, während ich auf meinen nächsten Flug gewartet habe. Haben Sie darüber nachgedacht, sich bei der Fluggesellschaft zu erkundigen? Ja, aber ich hatte Angst, dass es ein hoffnungsloser Fall sein könnte. Man weiß nie. Viele Flughäfen haben ihre Dienste verloren und gefunden. Das ist wahr. Ich sollte sie anrufen, bevor ich gehe. Es ist einen Versuch wert. Ich hoffe, Sie können helfen. Danke für deine Unterstützung. Mir geht es schon ein bisschen besser. Natürlich. Ich habe auch einmal meinen Lieblingshut auf einem Flughafen verloren. Wirklich? Hast du es zurückbekommen? Überraschenderweise ja. Ein freundlicher Fremder brachte es in die Fundsachen zurück. Das ist unglaublich. Ich sollte etwas Vertrauen haben. Definitiv. Hoffen wir weiterhin, dass es gute Menschen gibt. Ich rufe die Fluggesellschaft an, sobald ich nach Hause komme. Und wenn Sie Hilfe benötigen, helfe ich Ihnen gerne weiter. Das ist sehr großzügig von dir. Danke, dass du so verständnisvoll bist. Reisen kann ein Abenteuer sein, auch wenn etwas schief geht. Ja, es hält uns auf jeden Fall auf Trab. Auf zukünftige Reisen. Und hoffentlich weniger verlorene Gegenstände auf dem Weg. Lektion 6. Gute Zeiten feiern. Jane dankte wirklich allen, dass sie zu ihrer Party gekommen waren. Das hat sie wirklich getan. Es war eine so herzliche Geste. Und wir alle haben es zu schätzen gewusst. Ich muss sagen, wir haben auf Janes Party viel gegessen. Oh, absolut. Ich hatte das Gefühl, wir hatten ein Festmahl. Die Hotdogs waren köstlich. Erinnerst du dich, wie viele wir konsumiert haben? Ich glaube, ich habe nach dem 3. aufgehört zu zählen. Ich erinnere mich, dass ich Senf und Ketchup auf meinen gelegt habe. Es war herrlich.
Ich bin diesem Beispiel gefolgt. Eine perfekte Kombination für Hotdogs. Findest du nicht? Das ist es wirklich. Hast du irgendeinen von Jannes speziellen Toppings probiert? Ja. Das Relish fügte eine interessante Wendung hinzu. Ich habe das Relish verpasst. Ich muss Jane nach dem Rezept fragen. Das solltest du. Sie hat immer die besten Ideen für Geschmack. Was war dein Lieblingsteil der Party, abgesehen vom Essen? Die Spiele waren ein Highlight. Es war herrlich, allen beim Wettkampf zuzusehen. Ich stimme zu. Alle lachen zu sehen, machte den Abend unvergesslich. Und das Geschichten erzählen. Wir hatten einige lustige Momente. Vor allem, als Tom versuchte, diese Geistergeschichte zu erzählen. Ich dachte, ich würde vor Lachen ausbrechen. Er hat so ein Gespür für Dramen. Das tut er wirklich. Nächstes Mal müssen wir unsere eigenen Geschichten vorbereiten. Tolle Idee. Ein Geschichtenerzählwettbewerb würde Spaß machen. Einverstanden. Auf noch mehr schöne Treffen mit Freunden. Lektion 7. Gesundheitsbewusstsein. Ich fand die Statistiken auf diesem Seminar zum Thema Herzkrankheiten alarmierend. Unbedingt. Es ist wichtig zu verstehen, wie sich Lebensstilentscheidungen auf unsere Gesundheit auswirken können. Ich stimme zu. Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung können Herzerkrankungen vorbeugen. Ja, es geht wirklich darum, kleine, konsistente Änderungen vorzunehmen. Und was ist mit Krebs? Mir ist aufgefallen, dass es verschiedene Körperteile angreifen kann. Korrekt. Krebs ist nicht nur eine Krankheit. Er hat verschiedene Formen, die zahlreiche Organe betreffen. Deshalb ist Bewusstsein so wichtig. Früherkennung kann Leben retten. Genau. Regelmäßige Untersuchungen helfen dabei, Probleme zu erkennen, bevor sie eskalieren. Haben Sie irgendwelche Gesundheitsroutinen eingeführt, um Risiken zu reduzieren? Ich habe angefangen, mehr Obst und Gemüse in meine Ernährung aufzunehmen. Gute Wahl. Buntes Obst und Gemüse steckt voller Nährstoffe. Ich versuche, mich auf Vollwertkost zu konzentrieren und verarbeitete Lebensmittel zu minimieren. Das ist sehr klug. Verarbeitete Lebensmittel können unserer Gesundheit schaden. Ich achte auch darauf, aktiv zu bleiben. Es hilft sowohl dem Herzen als auch dem Verstand. Körperliche Aktivität ist unerlässlich. Selbst ein flotter Spaziergang kann einen Unterschied machen. Ja, es ist erstaunlich, wie Bewegung unsere Stimmung heben kann. Haben Sie irgendwelche Techniken zur Stressreduzierung in Betracht gezogen? Ich praktiziere ein paar Mal pro Woche Meditation und Yoga. Wunderbar. Diese Praktiken tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Wir müssen uns daran erinnern, dass geistiges Wohlbefinden genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit. Unbedingt. Für einen gesunden Lebensstil gehört alles zusammen. Es geht darum, Krankheiten durch Bildung und kluge Entscheidungen vorzubeugen. Ein Hoch auf unsere Gesundheit, unser Bewusstsein und unser positives Leben. Lektion 8. Die Wunder der Natur. An einem sonnigen Tag können Sie draußen Grashüpfer finden. Das ist wahr. Sie scheinen bei diesem warmen Wetter zu gedeihen.
Ich liebe es zu beobachten, wie Grashüpfer durch das Gras hüpfen. Ihre Sprünge sind ziemlich beeindruckend. Sie wirken fast akrobatisch. Genau. Es ist, als würden sie für uns auftreten. Hast du schon einmal versucht, einen zu fangen? Das habe ich als Kind getan. Es war immer eine lustige Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen. Hast du es geschafft, welche zu fangen? Ein paar, aber sie schienen immer im letzten Moment zu entkommen. Sie sind ziemlich flink. Vielleicht necken sie uns nur. Vielleicht. Was glaubst du, machen sie den ganzen Tag im Gras? Wahrscheinlich erleben sie ihre eigenen kleinen Abenteuer unter den Klingen. Ich frage mich, ob sie Treffen abhalten, um Hopping-Strategien zu besprechen. Die heutige Agenda, wie man Menschen ausweicht. Genau. Das müssen sehr kluge kleine Kreaturen sein. Ich habe gelesen, dass Grashüpfer zur Tarnung ihre Farbe ändern können. Das ist faszinierend. Die Natur hat sicherlich ihre Wege. Apropos Natur. Hast du die Schmetterlinge bemerkt? Ja. Sie flattern herum wie winzige Kunstwerke. Es ist faszinierend, sie in der Luft tanzen zu sehen. Ich stimme zu. Dadurch weiß ich die Schönheit der Natur zu schätzen. Die Natur hat eine Art, uns zu inspirieren, nicht wahr? Unbedingt. Auf weitere sonnige Tage, an denen Sie die Schönheit der Natur genießen können. Lektion 9. E-Business verstehen. Ich habe über die verschiedenen Geschäftsfunktionen innerhalb eines Unternehmens gelesen. Das ist ein entscheidendes Thema. Welche Funktionen fanden Sie am interessantesten? Ich war fasziniert, wie verschiedene Abteilungen zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein. Unbedingt. Kommunikation und Zusammenarbeit sind in jeder Organisation von entscheidender Bedeutung. Ja. Sie alle tragen zu dem bei, was heute als internetbasiertes E-Business-Unternehmen bezeichnet wird. E-Business? Es hat die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, verändert. In der Tat. Es ermöglicht eine globale Reichweite mit nur wenigen Klicks. Haben Sie darüber nachgedacht, selbst ein E-Business zu gründen? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, dass der Online-Markt ein großes Potenzial bietet. Welches Produkt oder welche Dienstleistung möchten Sie anbieten? Vielleicht eine Plattform für einzigartiges Kunsthandwerk. Es scheint eine Nachfrage zu geben. Das klingt faszinierend. Ich würde gerne lokale Künstler unterstützen. Genau. Es würde eine Gemeinschaft schaffen und gleichzeitig kleine Unternehmen fördern. Und Sie könnten verschiedene Funktionen wie Marketing und Finanzen problemlos integrieren. Genau. Technologie macht die Verwaltung von E-Business-Funktionen viel einfacher. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie Ihrer Meinung nach? Der Wettbewerb auf dem Online-Markt ist hart, aber Innovationen können uns von anderen abheben. Innovation ist entscheidend. Sie benötigen eine Strategie, um es auf dem neuesten Stand zu halten. Ich stimme zu. Ich werde auch das Verbraucherverhalten besser verstehen müssen. Wenn Sie Ihre Zielgruppe studieren, können Sie Ihre Angebote reibungslos anpassen. Danke für die hervorragende Beratung. Ich fühle mich inspiriert
dies weiter zu untersuchen. Du bist willkommen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Ihre E-Business-Ideen zum Leben erweckt werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam durch die spannende Welt des E-Business zu navigieren. Lektion 10. Den Musikgeschmack erkunden. Ja, ich mag Taylor Swift und Ed Sheeran. Sie haben großartige Stimmen. Das tun sie wirklich. Ihre Texte sind oft so nachvollziehbar, findest du nicht? Unbedingt. Jedes Lied erzählt eine Geschichte, die bei vielen Menschen Anklang findet. Hast du ein Lieblingslied von einem der Künstler? Ich mag Shape of You von Ed Sheeran sehr. Es ist eingängig. Das ist eine gute Wahl. Ich liebe es, zu diesem Lied zu tanzen. Und was ist mit Taylor Swift? Welche ihrer Songs magst du? Love Story hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist so romantisch. Das ist ein Klassiker. Es fängt die Essenz junger Liebe wunderbar ein. Genau. Ihr Geschichten erzählen ist fesselnd. Spielst du selbst Musikinstrumente? Ich spiele Gitarre. Dadurch fühle ich mich mit der Musik verbunden. Wie wunderbar. Ich wollte schon immer Gitarre lernen. Das solltest du. Es ist eine unterhaltsame Art, sich auszudrücken. Ich nehme das Angebot vielleicht an. Bist du ein Fan von Auftritten? Ich genieße es, werde aber nervös, bevor ich auf die Bühne gehe. Das ist üblich. Der Nervenkitzel eines Auftritts kann sowohl aufregend als auch einschüchternd sein. Spielst du irgendwelche Instrumente? Ich versuche mich mit dem Klavier, aber ich bin kein Experte. Das ist beeindruckend. Du kannst deine Fähigkeiten immer durch Übung erweitern. In der Tat. Vielleicht können wir eines Tages eine Mini-Jam-Session veranstalten. Das würde mir gefallen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam schöne Musik zu kreieren. Prost darauf. Lasst uns die Musik am Leben erhalten. Lektion 11. Historische Herausforderungen. Bald nach Smiths Rückkehr kamen 100 neue Siedler aus England an. Das muss eine aufregende Zeit für die Kolonie gewesen sein. In der Tat. Es wurde jedoch schnell zu einem harten Winter. Das kann ich mir nur vorstellen. Ein sehr kalter Winter kann ziemlich hart sein. Im Januar wurde es besonders herausfordernd, nicht wahr? Ja, ich habe gelesen, dass viele in dieser Zeit Schwierigkeiten hatten, Nahrung zu finden. Genau. Die Siedler waren mit Hunger und rauen Wetterbedingungen konfrontiert. Wurden Anstrengungen unternommen, um ihnen zu helfen? Ja, die Community musste zusammenkommen und Ressourcen teilen. Es ist beeindruckend, wie sich Menschen in schwierigen Zeiten zusammenschließen können. Unbedingt. Diese Herausforderungen haben unter den Siedlern einen widerstandsfähigen Geist aufgebaut. Glauben Sie, dass Sie aus dieser Erfahrung wertvolle Lehren gezogen haben? Ganz gewiss. Widrigkeiten führen oft zu Wachstum und Innovation. Und es zeigt, wie wichtig Zusammenarbeit bei der Überwindung von Schwierigkeiten ist. Richtig. Sie mussten sich schnell anpassen, um zu überleben. Ich bin immer wieder erstaunt über die Stärke der frühen Siedler.
Ihre Entschlossenheit ebnete den Weg für zukünftige Generationen. In der Tat. Es erinnert uns daran, dass Schwierigkeiten zu Großem führen können. Es geht darum, Ihr Vermächtnis und die Lektionen, die Sie uns beigebracht haben, zu ehren. Lektion 12. Die Reise der Meditation. Normalerweise meditiere ich für jede Sitzung, die ich habe. Das klingt wunderbar. Wie hast du deine Meditationsreise begonnen? Ich begann mit 10 Minuten und erhöhte die Zeit schrittweise. Das ist ein kluger Ansatz. Welche Vorteile haben Sie bemerkt? Ich fühle mich konzentrierter und weniger gestresst. Es ist ziemlich erfrischend. Ich kann mir vorstellen, wie das helfen würde. Folgst du einer bestimmten Technik? Ja, ich konzentriere mich auf meinen Atem. Es hilft mir, auf dem Boden zu bleiben und präsent zu sein. Sich auf den Atem zu konzentrieren ist sehr effektiv. Hast du geführte Meditationen ausprobiert? Habe ich. Sie können sehr hilfreich sein, besonders für Anfänger. Ich stimme zu. Ich finde die beruhigenden Stimmen beruhigend und ermutigend. Manchmal höre ich neben den geführten Sessions Naturgeräusche. Das klingt herrlich. Naturgeräusche können die Entspannung fördern. Das tun sie wirklich. Hast du eine Lieblingsmeditationspraxis? Ich mag visualisieren. Es ist ziemlich beruhigend, sich friedliche Orte vorzustellen. Die Visualisierung kann Sie zu wunderbaren Schauplätzen entführen. Genau. Ich kann in die Berge oder sogar an den Strand fliehen. Hast du jemals im Freien meditiert? Hab ich. Die frische Luft und die natürliche Umgebung verstärken das Erlebnis. Es scheint die perfekte Kombination aus Achtsamkeit und Natur zu sein. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Was machst du an geschäftigen Tagen? Ich verkürze meine Meditation oft, achte aber darauf, dass ich mir trotzdem einen Moment Zeit für mich nehme. Eine kurze Sitzung ist besser als gar keine. Sehr wahr. Jedes bisschen zählt zum Wohlbefinden. Auf Achtsamkeit und darauf, sie zu einem Teil unseres täglichen Lebens zu machen. Prost! Lassen Sie uns verpflichten, unsere Meditationsreisen gemeinsam fortzusetzen. Lektion 13. Geschichte entdecken. Ich habe kürzlich ein Museum besucht, das ziemlich faszinierend war. Das klingt interessant. Welches Museum war das? Es war das Heimatmuseum. Ich liebe Geschichte. Was hat dich dort am meisten fasziniert? Die Ausstellungen zur Gründung der Stadt waren besonders faszinierend. Oh, das kann ich mir nur vorstellen. Hatten Sie irgendwelche interessanten Artefakte? Ja. Sie stellten Werkzeuge und Gegenstände aus, die von den frühen Siedlern benutzt wurden. Wie wunderbar. Es ist erstaunlich zu sehen, wie das Leben damals aussah. In der Tat. Sie hatten sogar eine alte Karte, auf der der Grundriss der Stadt detailliert beschrieben war. Karten bieten solche Einblicke. Hast du etwas Überraschendes gelernt? Definitiv. Ich war überrascht zu erfahren, wie sehr sich die Stadt verändert hat. Es ist faszinierend, wie die Geschichte unser heutiges Leben prägt. Genau. Das Museum hatte auch interaktive Displays.
Interaktive Displays? Das klingt lustig. Ja. Sie ermöglichten es den Besuchern, sich auf praktische Weise mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Ich lerne gerne so. Dadurch fühlt sich Geschichte lebendig an. Ich stimme zu. Vielleicht sollten wir einen gemeinsamen Besuch planen. Das würde mir gefallen. Museen machen mit einem Freund immer mehr Spaß. Und wir könnten alle Exponate zusammen erkunden. Ja. Ich frage mich, welche anderen versteckten Juwelen das Museum birgt. Lassen Sie uns die Geheimnisse unserer lokalen Geschichte aufdecken. Lektion 14. Hilfe anbieten. Sicher, ich helfe Ihnen gerne weiter. Wobei benötigen Sie Hilfe? Das weiß ich zu schätzen. Wir müssen die Tische für die Veranstaltung aufstellen. Gar kein Problem. Wie viele Tische stellen wir auf? Ich glaube, es gibt ungefähr 10 Tische zu arrangieren. Das klingt überschaubar. Haben wir auch genug Stühle? Ja, ich habe vorhin nachgesehen, wir haben viele passende Stühle. Großartig. Sollen wir zuerst mit dem Sitzplan beginnen? Ja, ich schlage vor, wir ordnen sie für eine bessere Interaktion U-förmig an. Eine U-Form klingt hervorragend. Es fördert die Kommunikation. Genau. Es wird allen helfen, sich einbezogen zu fühlen. Nun, lass uns an die Arbeit gehen. Wo willst du den ersten Tisch haben? Platzieren wir es in der Nähe des Eingangs, damit es leicht zugänglich ist. Gute Idee. Ich trage den Tisch jetzt darüber. Danke. Hast du schon einmal bei der Organisation einer Veranstaltung geholfen? Hab ich. Ich bin gerne Teil von Gemeinschaftsaktivitäten. Ich auch. Es fühlt sich lohnend an, einen Beitrag zu leisten. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Unbedingt. Veranstaltungen wie diese bringen die Community zusammen. Apropos Community, weißt du, wer anwesend sein wird? Ich glaube, dass sich eine Mischung aus Familien und lokalen Organisationen anschließen wird. Das wird eine schöne Atmosphäre schaffen. Ja, lassen Sie uns sicherstellen, dass alles perfekt für Sie ist. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Veranstaltung. Lektion 15. Pläne schmieden. Ich denke, wir sollten das neue Museum irgendwann zusammen erkunden. Das klingt nach einem Plan. Ich wollte es schon immer besuchen. Großartig. Ich habe gehört, dass Sie einige faszinierende Ausstellungen haben. Ich habe gelesen, dass Sie lokale Artefakte aus der Geschichte der Stadt zeigen. Genau. Es wäre wunderbar, mehr über unsere Community zu erfahren. Außerdem haben Sie oft interaktive Displays. Ich liebe die. Sie machen das Lernen so viel spannender. Sollen wir für dieses Wochenende planen? Ja, lassen Sie uns einen unterhaltsamen Tagesausflug daraus machen. Sollen wir vorher zum Mittagessen? Perfekte Idee. Ich kenne ein schönes Café in der Nähe. Das klingt herrlich. Ein gutes Essen vor unserem Abenteuer. Einverstanden. Um wie viel Uhr treffen wir uns?
Wie wäre es mit 11 Uhr? Das gibt uns viel Zeit. Klingt perfekt. Ich bringe meine Kamera mit, um den Tag festzuhalten. Fabelhaft. Wir können unsere Reise durch die Geschichte dokumentieren. Und vielleicht schreiben Sie danach einen kleinen Rückblick auf das Museum. Mir gefällt die Idee. Das Teilen unserer Erfahrungen könnte andere zu einem Besuch inspirieren. Unbedingt. Auf einen Tag voller Entdeckungen. Prost darauf. Ich kann unser gemeinsames Abenteuer kaum erwarten. Lektion 16. Akademische Ambitionen. Sie werden Ihre harte Arbeit zu schätzen wissen, wenn Sie ein engagierter Student waren. Ich hoffe es. Ich möchte nur, dass meine Noten gut genug sind. Natürlich. Sie haben sich in diesem Semester viel Mühe gegeben. Es war eine ziemliche Herausforderung, aber ich habe es genossen zu lernen. Das ist der Geist. Wie stehen Sie zu Ihren Themen? Bei einigen bin ich zuversichtlich, bei anderen mache ich mir Sorgen. Bei welchen Themen machst du dir Sorgen? Mathematik war für mich schon immer ein bisschen schwierig. Mathematik kann knifflig sein. Haben Sie darüber nachgedacht, zusätzliche Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ich habe Nachhilfestunden besucht, was mir sehr geholfen hat. Das ist ausgezeichnet. Manchmal macht eine kleine zusätzliche Anleitung einen Unterschied. Unbedingt. Was ist mit dir? Wie stehen Sie zu Ihren Noten? Ich fühle mich insgesamt gut, aber ich muss mich noch verbessern. Es klingt, als ob du auf dem richtigen Weg bist. Das hoffe ich. Ich werde mich bis zum Ende durchsetzen. Das ist eine großartige Denkweise. Beharrlichkeit zahlt sich immer aus. Danke. Und wie sieht es mit deinen bevorstehenden Prüfungen aus? Irgendwelche Strategien? Ich habe vor, meine Notizen zu überprüfen und frühere Arbeiten gründlich zu üben. Das klingt klug. Übung ist der Schlüssel zum Verständnis. Ja, ich werde auch Pausen einlegen, um meinen Geist frisch zu halten. Perfekt. Ein ausgewogener Ansatz ist für den Erfolg unerlässlich. Wir hoffen, dass sich unsere harte Arbeit am Ende auszahlt. Prost darauf. Lasst uns gemeinsam unsere Erfolge feiern, was auch immer sie sein mögen. Lektion 17. Abenteuer am Flughafen. Ich nehme an, wir gehen jetzt zu unseren jeweiligen Toren. Hört sich gut an. Ich kann meine Reise kaum erwarten. Gibt es ein Café in der Nähe? Ich könnte einen Schub gebrauchen. Gleich am Ende des Flurs ist einer. Ich habe es auf dem Weg hierher entdeckt. Perfekt. Ohne meinen Morgenkaffee funktioniere ich nicht gut. Ich verstehe. Was ist deine übliche Bestellung? Ich bin ein einfacher Mann. Nur ein starker schwarzer Kaffee für mich. Klassische Wahl. Normalerweise genieße ich einen Karamelllatte. Das klingt herrlich. Bist du ein Fan von süßen Getränken? Ja, besonders wenn es um Schlagsahne geht. Schlagsahne macht alles besser. In der Tat. Trinkst du jeden Tag Kaffee? Fast.
Es ist ein notwendiger Bestandteil meiner Routine geworden. Mir geht es genauso. Der Morgenkaffee ist wie eine Umarmung in einer Tasse. Was für eine schöne Art, es auszudrücken. Ich werde diesen Satz im Hinterkopf behalten. Bitte tu es. Es könnte dein nächstes Kaffeezitat werden. Ich kann es mir jetzt vorstellen. John's Hug in a Cup. Es könnte ein Bestseller werden. Sollen wir vor dem Einsteigen unseren Kaffee trinken? Unbedingt. Lass uns einen schnellen Kaffeelauf machen. Auf guten Kaffee und spannende Reisen. Prost darauf. Ich hoffe, unsere Flüge sind so angenehm wie unser Kaffee.